Hallo Alphobs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Klaus und heute bei mir der Niklas. Der Niklas verstärkt unser Design-Team jetzt seit, wie lange bist du hier? Seit dem 1.10. Seit dem 1.10. Wir haben heute, und das ist richtig geil, wir haben die ersten Muster, und zwar Produktionsmuster, ne? Ja. Von den ersten Star Trek-Modellen. Da hast du jetzt noch nicht dran mitgearbeitet, ne? Nee, An diesen? An diesen noch nicht, nein. Aber an den Geheimprojekten, ne? Ja. Die Sachen, die dann in der zweiten Welle kommen. Aber der Marco hat mir verraten, du bist ein mindestens so großer Trekkie wie er. Ja, kann man behaupten. Also So. ich habe alle Serien gesehen, alle Filme und glaube, ich weiß ein bisschen was. Habe ich mir den Niklas hier dazugeholt, damit er uns mal ein bisschen hilft. Wir haben hier jetzt die ersten 6 Modelle aus unserer Small-Size-Serie. Ne? Da Ja. hast du dort 3 stehen und Ja. diese 3 sind auch aus der Serie. Genau. Wir haben ja jetzt also die Verpackung. Wir gucken auch gleich mal in eine rein. Was aber mal erst auffällt, die sind schon mal nicht alle in einem Farbschema. Das heißt, das geht so ein bisschen nach den Serien, Filmen, Niklas. Genau, das geht so ein bisschen nach den Serien. Also hier Gelb zum Beispiel, das ist eben so die Serie, also die Reihe so der Originalserie mit Captain Kirk und Spock. Und dann haben wir hier in Rot. Hier ist er noch jünger Ja, genau. und da ist er älter. Hat das Ja, einen Sinn? er trägt da auch verschiedene Uniformen. Einmal hier in Rot und einmal da in Gelb. Stimmt. Das liegt daran, weil das hier die Original-Enterprise aus der Serie ist. Und das hier stammt aus dem 3. Film. Steht hier auch drauf, auf der Suche nach Mr. Spock. Ah, echt? Ja, Zeig. also der englische Titel natürlich in dem Fall, ja, The Search The for Search Spock. for Spock. Ah. Und deswegen ist er da auch ein bisschen älter, weil die Filme ja ein paar Jahre später Niklas, ich entstanden brauche dich nicht mehr, das steht überall drauf. Okay. Das ist das Kleinste, das weiß ich, das kostet 7,95. Ist süß gemacht. Ja. Ne? Eine ganz kleine, süße, schnuckelige Enterprise. So, also, ich habe dich unterbrochen. Hier, Ja. Enterprise, der Anfang Genau. von allem. Dann haben wir hier so die Sachen in Rot. Da ist Captain Picard drauf abgebildet und das ist so Next Generation. Habe ich Dann auch noch eins hier. Der Borg-Cube. hier ist Die auch noch- sind auch nur, hat es die Borgs nur in der Next Generation gegeben oder sind die Nein, sonst auch also schon mal irgendwo die aufgetaucht? ziehen sich eigentlich durch fast alle Serien, also ab The Next Generation, da tauchen sie das erste Mal auf, Okay. ziehen sich dann aber auch durch Voyager und jetzt auch durch die neueren Serien und so ein bisschen und durch die Filme. Aber hier gehören sie sozusagen hin, weil sie hier das erste Mal auch aufgetaucht sind. Okay. Voyager, die haben wir hier. Genau. Voyager, das ist auch so, das habe ich auch recht viel geguckt. Da läuft auch die wie heißt das, Seven of Nine rum. Die kommt ja auch irgendwie aus so einem Ja, Borg-Cube, genau. ne? Die ist eigentlich von den Borg assimiliert worden, aber wurde wieder aus dem Kollektiv rausgeholt. Voyager haben wir hier jetzt aber nur ein Set. Mhm. Das ist auch aus unserer Small-Size-Serie. Also die kleinste Größe, die Mhm. wir haben. Und dann hast du da noch eins, das hat nochmal eine andere Farbe. Aus Deep Space Nine, die namensgebende Raumstation Deep Space Nine oder wie andere sie auch nennen, Terok Nor, ihr ursprünglicher Name. Terok Nor Terok Nor. ist eigentlich eine kardassianische Raumstation, die aber später quasi an die Bajoraner zurückgegeben wird und von der Föderation mitgeleitet wird auf Bitten der Bajoraner. Okay. Ein Profi, der hier sitzt. Und das sieht auch richtig toll aus. Auf der Rückseite kann man es noch mal ein bisschen genauer sehen. Und im Prinzip sind die ja auch alle gleich aufgebaut, die Verpackung. Ne? Das ist Ja. übrigens streng nach Style Guide vom Lizenzgeber, die uns dort also entsprechend unterstützt haben. Die haben dann auch ja gesagt, wie jetzt bei welchem Modell die Verpackung eben welches Farbschema und wer hier oben mit abgebildet ist und so weiter. Ne? Genau, die ganzen Verpackungen sind quasi mehr oder weniger von denen vorgegeben. Genau. Entscheidend ist das Resultat und ich glaube, das ist gut geworden. Der hier ist ja so in seiner Pose, das ist eine sehr typische Pose hier. Ja, das ne? ist so ich sag mal so die typische Angriffspose von den Klingonen. Und dementsprechend ist das auch vorne so abgebildet. Weil es ist auch ein bisschen schwierig, den perspektivisch so gut hinzusehen, dass man diese Flügelform
schön erkennt. Ihr seht das aber trotzdem nochmal perspektivisch auf der Rückseite, dann wie auch bei allen anderen Sets in verschiedenen Blickwinkeln. So, also wir haben jetzt 6 Stück Small Size, das sind die und deine 2, ne? Ja. Der Baucube noch, der ist auch Small Size. Der kommt aber auch nochmal, und da gucken wir jetzt nochmal drauf, der kommt dann auch nochmal in der Mid-Size-Serie. Ja, Ne? genau. Da ist er. Nochmal in groß. So. Und wenn wir den hier jetzt nehmen, der in der Mid-Size-Serie, der hat 877 Teile. Und der in der Small hat 406 Teile. Könnt ihr euch also aussuchen, welchen ihr da am liebsten haben möchtet, wie groß er sein soll. Aber der Marco hat mich schon aufgeklärt und so ein bisschen habe ich das von den Serien ja auch noch im Hinterkopf. Im Maßstab zu den Raumschiffen ist der jetzt sowieso nicht. Ne? Das ist ein Nein, Riesenteil, ne? dann müssten wir hier wahrscheinlich ein Ding hinsetzen, was irgendwie 1 Meter mal 1 Meter ist. Oder tun wir noch dann größer. nicht. Das wäre ein bisschen Ich übertrieben. kenne zwar so den einen oder anderen, der auch das noch gerne machen würde. Was man hier aber im Vergleich ganz gut sieht, in der Small Size Serie haben wir überall das ist eine 2x4 Genau. Teil, die da Ja. drin ist. Bedruckt, ne? Ihr wisst ja hier alles bedruckt. Es gibt ein einziges Modell, da haben wir mal einen Sticker drauf. Ne? Das ist bei dem Phaser ist es, glaube ich. Ja, gewesen, genau, ne? der optionale Sticker. Wir verlinken euch übrigens auch nochmal das Video, was wir letztens gemacht haben, wo wir euch die Modelle der ersten Serie nochmal als Prototyp gezeigt haben, schon mal mit Informationen zu den Preisen und so. Das macht der Bartosch unten rein als Link. Dann seht ihr auch gleich die Preise nochmal. Bei der Mid-Size-Serie seht ihr dann da auch nochmal einen Unterschied. Nicht nur, dass das Modell größer ist und etwa doppelt so viele Teile hat, sondern die Beschriftung, diese Schilder, die unten dran sind, Ja. was sind Das das? sind 6x6 Fliesen. 6x6. Ja. 6x6 Fliesen. Schön auch bedruckt. die bedruckt. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Denn ihr habt ja, Niklas, darum haben wir diese Muster ja auch einfliegen lassen, schon mal so ein bisschen Qualitätskontrolle gemacht Genau. und schon mal reingeschaut. Ne? Wir waren natürlich auch neugierig. Ja, die hatten schon ihr vorgezogenes Weihnachten dort. Genau. Das hier ist jetzt Next Generation mit dem Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard, genau. So, und da gucken wir mal rein. Das ist jetzt innen drin schon nicht mehr original verpackt, weil das eins der Set ist, wo ihr Qualitätskontrolle gemacht Genau, habt. deswegen sind da jetzt ein paar Zipbeutel drin. Also es kommt nicht in solchen Zipbeuteln die Sachen an, aber die Tütennummerierung haben wir sozusagen trotzdem erhalten. Genau, Also, und wir haben Tüten nummeriert nach Bauschritt. genau. Auch noch eine wichtige Sache. Nicht bei der kleinen Süßen. Aber Da den wäre es ein anderen bisschen haben wir das. übertrieben gewesen. So sieht die Anleitung aus. Ja, also das ist im Prinzip fast das Gleiche wie das, was wir auch vorhin auf der Verpackung Genau. haben. Ne? Und auch auf der Rückseite ist es im Prinzip fast identisch. Ne? Was ich recht schön finde, ich glaube, das haben wir sonst nicht, das ist dieses Mattierte. Ne? Macht irgendwie einen Ja, es macht netten einen Eindruck. Ne? schönen Eindruck. So, und wenn wir da reingucken, hinten haben wir eine komplette Teileliste. Ja, falls sich das jemand nachbauen möchte, von Teilen anderer Hersteller. Soll es ja geben, Ja, es soll solche Menschen auch wenn geben. ich es für unnötig halte. Hier sieht man es dann auch, ne, mit der Nummerierung der Beutel in den Bauschritten. Hier kann man auch noch schön sehen, dass die Bauschritte jeweils, die alten Bauschritte, das, was man schon gebaut hat, ist so ein bisschen ausgegraut, damit man auch genau sieht, was neu drankommt. Ja. Wir haben das schon entwickelt, jetzt nicht nur für die Mega-Noppenstein-Freaks, sondern dass das... Ja, das ist schon für eine breitere Zielgruppe gedacht. Also auch für den, sag ich jetzt mal, ganz normalen Star Trek-Fan, der vielleicht sonst nicht Noppensteine zu Hause in rauen Mengen hat, wie Leute wie ich das haben, sondern der auch mal in den Laden geht und sich sagt, oh, das ist cool, das nehme ich mal mit. Und da hat der Niklas auch das eine oder andere von den Modellen der zweiten Welle nochmal überarbeitet. Ne? Ja. Hast da viel rumgebaut und getestet und probiert und so weiter. Ne? Ja, Fehler Dass das- ausbügeln, Kleinigkeiten. richtig. Also da muss ich sagen, steckt das ganze Team schon einiges an Arbeit rein. Aber ihr seid auch richtig alle mit Herzblut dabei. Ne? Ja, wir sind selber große Star Trek-Fans. Wir wollen ja auch, dass die Sachen gut Super. sind.
So, schauen wir uns das hier mal an, so ein bisschen was von den bedruckten Teilen. Das hier, das sind die größten bedruckten Teile, zweifarbig bedruckt. Und ich finde das sehr schön. Wir waren erst am Überlegen, diese verschiedenen Fenster in schwarz und in weiß zu machen. Und dann kam jemand auf die Idee, die teilweise in Silber zu bedrucken. Ja. Ich finde, das sieht also ganz toll aus, auch aus den verschiedenen Blickwinkeln und so. Das ist eine schöne Sache. Davon sind 4 Stück, glaube ich, drin. Ne? Ja. Ja, mit dem Silber entsteht so ein schöner glänzender, wenn man das so ins Licht hält. Und da muss auch noch irgendwo eins dabei sein, denn die ist ja nicht ganz rund, die ist ja so ein bisschen oval. Das ist da noch drin in der Tüte. Ist das da? Ah. Ihr seht, wer hier die ganze Zeit schon ausprobiert und geguckt hat. Nee, aber hier vorne muss noch eins sein. Ja, die sind noch in einer anderen Tüte. Hier, in der hier. Ich könnte am liebsten gleich anfangen zu bauen. Ja, ich auch. Da sind auch noch mal 2 Stück von da. Ihr braucht uns nicht anfragen. Also es gibt noch eins. Wir haben zwar ein paar mehr Muster bekommen, als das, was hier jetzt auf dem Tisch steht. Aber das ist dann eher so als Vorabmuster gedacht für Zeitschriften, also die darüber berichten möchten und das natürlich dann auch berichten möchten, wenn die Sachen kommen und nicht erst, wenn sie schon seit 2 Monaten da sind und womöglich schon wieder nicht mehr da sind. Genau, den habe ich gesucht. Ja. Da kriegen wir diese schöne ovale Form durch abgebildet. Finde ich gut. Dann ist natürlich hier die 6x6, sagtest du, ne? 6x6 Teil. Und die ist auch wirklich, zwar dann nicht in einem Zipbeutel, aber die ist einzeln in einer verpackt. einzelnen Tüte, damit die also in keinem Fall irgendwie verkratzt oder so. So sieht die aus. Ne? Wenn da jetzt Fingerabdrücke drauf sind, sind sie von mir. Ja. Von uns. Von uns, genau. Die ist wahrscheinlich hinten schon überall durchgegangen und wieder. Oh. Ist zweifarbig bedruckt. Das machen andere Hersteller so nicht. Da sind das Sticker, ne? Ja, also ich kenne es von keinem anderen, der in der Größe druckt. Oder auch größer. Kobi bei den Schiffen teilweise? Nee, die sind kleiner, ne? Ja, die sind, glaube ich, kleiner. Finde ich gut, aber ich glaube, das ist diese Serie auch wert, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da spricht der Star Trek Freak. Und jetzt gucken wir mal, hier sind auch irgendwo noch bedruckte Teile, habe ich gesehen. Genau. Das hier, das ist, glaube ich, hinten an dieser, wie sagt man? Das ist an den Warp-Gondeln hier. Warp-Gondel, Antriebsgondel. Ich denke, Warp-Gondel. Da ist das oben drauf, auf jeder einmal. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwo müssen wir auch den Schriftzug haben. Ne? Ja. Guck mal, hier habe ich noch mal einmal. Da steht quasi Enterprise drauf. Ja, der ist quasi zweigeteilt. Der ist durch die Bauabschnittunterteilung in 2 Tüten. Ja, das war ja auch gar nicht so einfach, die Drucke so aufzuteilen, dass das produktionstechnisch geht und nicht jetzt ein Schriftzug oder so dann verteilt ist über mehrere Teils, weil dann passt das hinterher nicht so richtig gut zusammen. Ne? Dann hat man Lücken dazwischen und so. Das war auch gar nicht so einfach und ist ein bisschen tricky gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den anderen hier in dem Beutel auch drin habe oder weißt du zufällig sogar, wo er ist? Wie gesagt, der ist ist woanders. noch mal in einem anderen Beutel liegen. Du weißt schon auswendig hier gleich wieder, was wo drin ist. Der ist hier drin. Guck mal, ich packe die hier mal einmal alle einfach auf den Tisch. Das ist, So, ist da also das ist drin. dann noch mal der andere Schriftzug, schön mit der Seriennummer und der Die sind Schiffsbezeichnung. dann so übereinander. Genau. Du, ich könnte hier jetzt auch schon direkt anfangen zu bauen. Ja? Wie viele Teile haben wir eigentlich? Wir haben 521 Teile. Das ist jetzt das, was hier liegt. Und normalerweise kommen natürlich, wie gesagt, alle Tüten so verpackt. Genau. Und hier steht dann auch jeweils auf der Tüte die Nummer Nummer drauf, dass man also genau weiß, welchen Bauschritt man nehmen muss. Ja, also ich glaube, da müssen wir anfangen zu bauen. Oh ja. Wir werden aber auch von der Serie mal was für euch hier, mach mal ein Live-Bild, ne? Und es kann ja auch schon nicht mehr so lange dauern, bis tatsächlich hier die nächsten Produktionsmuster ankommen. Ne? Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Richtig, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Und wie gesagt, die haben wir einfliegen lassen, darum sind die jetzt schon da. Aber wenn ich jetzt zu der Zeit, die
so ein Paket halt im Flugzeug brauche, wenn ich das dann umrechne auf die Laufzeit für Container, ne? Container, wir haben mal bei 6 Wochen gelegen, inzwischen liegen wir eher bei 8 bis 10 Wochen Door-to-Door. Das hier mag in etwa eine Woche unterwegs gewesen sein. Das heißt, wir irgendwie so, 10 Wochen etwa werden wir uns noch gedulden müssen. Und damit wären wir dann hier für die ersten Modelle im Bereich Ende Januar, Anfang Februar. Ne? Also irgendwann um die Kante rum werden also tatsächlich für euch dann verfügbar sein die ersten Star Trek-Modelle. Und dann geht das Schlag auf Schlag. Und innerhalb von 2 Monaten sollte dann alles aus der ersten Welle hier sein. Jo. Und ich denke, jetzt machen wir auch Schluss für heute, damit wir anfangen können zu bauen. Oh ja. Also, es bleibt spannend, wie ihr seht. Noppensteine kann man ja nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Euch viel Spaß beim Bauen. Bis demnächst aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Euer Klaus. Und euer Niklas. Tschüss. Tschüss.